Hey, hallo, ich bin Annemieke van Dam. Schön, dass du mit mir heute den Tag verbringen möchtest. Ich zeige dir heute meinen perfekten Tag in Wien und wir fangen an hier im Heuer am Karlsplatz. Ein super Platz zum Frühstücken, Mittagessen oder sogar Cocktails trinken am Abend. Ich freue mich, dass du da bist. Wir gehen gleich im 7. Bezirk, nachdem ich mein Frühstück fertig gegessen habe. So, der perfekte Start des Tages. Ein Gipfel und ein Kaffee. Jetzt gehen wir los. Ich zeige dir den 7. Bezirk. Bis gleich. Wir kommen auf der berühmteste Markt von Wien, der Naschmarkt. Man kann hier nicht nur fantastisch essen gehen, aber auch fantastisch einkaufen. Ich spiele ja die Mary Poppins und das werde ich dir später zeigen im Ronacher. Aber hier hinten gibt es Theater an der Wien. Da habe ich zum ersten Mal vorgesungen. Das war sehr speziell, bevor das alles noch ein Open House wurde. Das war sehr aufregend. Das hat mein Leben in Wien einen Start gegeben. Ich stehe auf die linke Wienzeile. Hinter mir ist das Theater an der Wien. Das wurde gebaut in 1801 von Emanuel Schikaneder. Das kennst du bestimmt, der hat die Texte geschrieben von Der Zauberflöte. Ist bekannt, oder? Seit 10 Jahren ist es ein reines Opernhaus. Und da wird alte Musik gespielt, neue Musik und manchmal Uraufführungen. Das ist eine wichtige und wirkliche Empfehlung. Übrigens, das hier ist einer der ältesten Kaffeehäuser Wiens. Ein lustiges Detail dazu ist, dass der Herr Sperl sich scheinbar nicht beschäftigen wollte mit grantigen Kellner. Deswegen hat er nur damals Frauen im Dienst gehabt. Heutzutage gibt es tatsächlich einen Mann, aber trotzdem wird man noch von Frauen gekellnert. Hier geht man durch den Raimundhof. Das ist die beste Art und Weise, um den 6. Bezirk mit dem 7. zu verbinden. Von der Naschmarkt direkt hier nach oben. Sorry, ich bin ein bisschen außer Atem. Aber das gehört dazu. Es gibt mehrere Höfe hier in Wien, aber dies ist definitiv die schönste. So, jetzt sind wir auf der Marienstraße angekommen. Der 7. Bezirk liegt auf einem Hügel und deswegen sind wir jetzt alle ein bisschen außer Atem. Aber wir haben es geschafft. Wir sind da. 7. Bezirk, Marienstraße. So, jetzt laufen wir langsam das 7. Bezirk rein, in meine favorite Gegend. Ich wohne nämlich hier und hier findet man wirklich so viele super kleine Kneipen, Restaurants von verschiedenen Kulturgegenden und vor allem auch kleine Designerladen. Wie ich dir schon erzählt habe, gibt es im 7. super Geschäfte, wie hier zum Beispiel. Kauf dich glücklich, ist relativ neu, findet man super Klamotten und kleine Gegenstände und so. Das ist für die ältere Kinder, für die jüngere Generation gibt es hier Herr und Frau Klein, wo ich schon viel zu viel Geld ausgegeben habe für Babys, kleine Kinder und für Eltern natürlich. Es gibt noch ein Geschäft, was ich dir unbedingt zeigen möchte, in die Richtung. Ja, und hier kommen wir zu meinem Favoritengeschäft. Das Deko-Lifestyle. Da findet man immer ein tolles Geschenk. Nicht typisch Wien, aber einfach ganz cool und farbenfroh. Ah ja, genau. Zum Beispiel hier eine meiner Favoriten, die sprechende Tassen. Finde ich unfassbar lustig. Es gibt ja einfach ganz viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel das für an der Wand. Ist nie langweilig. Ich kann hier alles kaufen. Ich habe, glaube ich, auch fast alles zu Hause. Wie gesagt, man kann hier wirklich alles kaufen, werde ich aber nicht tun, weil ich möchte dir gerne noch den Rest des 7. zeigen. Und das werden wir jetzt tun. Hier hinten gibt es Spittelberg, das ist super, und Ammerling-Beisel, das ist vor allem zum Beispiel in der Weihnachtszeit fantastisch mit tausenden Christkindlmärkte. Ich würde jetzt sagen, genug Shopping für heute. Neubaugasse ist ein absoluter Hit in Wien. Ich möchte dir jetzt gerne das Gegenteil zeigen, das wunderschöne Stadtpark. Wir gehen jetzt zur U-Bahn. Da sind wir schon, Mitte im Zentrum, super schönen Park, Stadtpark.
Und da haben wir nun der Johann Strauss, einer der meist fotografierten Statuen der Welt. Und da wir jetzt eh da sind, dachte ich mir, ich mache es auch mal. So, das hier ist eine der ältesten und coolsten Kinos Wiens, das Gartenbaukino. Da werden sehr viele Filmpremiere finden hier statt. Ist wirklich wunderbar da drinnen. Aber jetzt wirklich, was ich super cool finde, aber für mich auch das erste Mal ist, dass ich da bin, ich möchte dir gerne das Haus der Musik zeigen. Und was das alles so kann und was das ist, das werden wir zusammen herausfinden. Komm mit. Yes, sir, wir haben es geschafft, Haus der Musik. Ich freue mich schon tierisch drauf, weil es scheint wirklich super cool zu sein. Wir hören es schon. Wir werden hier super tolle Sachen erleben. Komm mit. Ich habe jetzt einen Wurf. Wir werden es herausfinden. Husten! Macht überhaupt keinen Sinn. Gespannt? Ich will auch mal hören, wie es klingt. San Marco in Venedig. Ja, ich höre das schon. Mein Favoritenteil. Ich werde jetzt versuchen, mit dir ein Stück zu dirigieren mit Philharmoniker, Wiener Philharmoniker-Orchester. Ich schau mal, ob ich das kann. Das, was Sie da vorne pinseln, schaut vielleicht ganz nett aus, aber hat mit Dirigieren so gut wie gar nichts zu tun. Da kann ich mir ja wirklich selber vorne hin. Ist das lustig. So, das war das Haus der Musik. Ich könnte da wirklich noch stundenlang verbringen, aber ich muss zur Arbeit. Aber du bist gleich noch bei mir. Wir schauen noch mal kurz hinter der Bühne. Ich ziehe mich noch kurz um zu Hause. Dann sehen wir uns gleich. Ciao. Hier ist es, mein Arbeitsplatz, das Ronacher. Wir sind jetzt 2 Stunden vor der Vorstellung und ich werde jetzt gleich bereit gemacht und ich muss mich jetzt vorbereiten. Das Ronacher ist eine der 2 Musicalhäuser von der Vereinigten Bühne Wien und ich darf hier schon seit 2012 arbeiten. Also komm rein und schau, wie es läuft. So, jetzt gehen wir in meine Garderobe. Willkommen, meine Kostüme und meinen unaufgeräumten Tisch, wie immer. So, ich muss jetzt leider direkt weiter zur Maske und hier werden meine Haare gemacht. Ich kriege all diese Haare unter diese Perücke gesteckt, aber nicht ganz. Die Hälfte meiner eigenen Haare unten, das wird drüber gelegt. Ja, also bis gleich und ich bin gespannt, ob ihr mich noch erkennt. So, fertig. Ganz viel Make-up, rote Backen, wie man sieht, total wie Mary Poppins. Jetzt ist was ganz Spannendes, weil ich darf dir nämlich die Bühne zeigen. Tum, tum, tum. Und da haben wir es nun. Ronacher. Ist das nicht schön? Schau das an. Es ist wirklich das Allerschönste auf der Welt, wenn man merkt, wenn hier vorne so viele Kinder sitzen, die sich totlachen. So, okay, ich bin ein bisschen spät dran. Ich muss jetzt gehen auf die Bühne. Es hat total Spaß gemacht mit dir. Wir sehen uns in Wien. Ciao.